Kann man sein Vermögen verstecken vor Neidern, vor jemandem, der einen verklagt, vielleicht sogar vor dem Staat? Um diese Frage soll es in diesem Video einmal gehen. So, Peter hat uns geschrieben, Peter hat uns ein YouTube-Video geschickt. In diesem Video geht es darum, wie man seine Assets angeblich verstecken kann. Eben, wir leben ja in einer Neidgesellschaft, wir leben in einer Klagegesellschaft, wo jeder von jedem hier für alles Mögliche verklagt wird. Möglicherweise will man auch seine Assets verstecken vor der EU, dem Vermögensregister, einer Vermögensteuer etc. pp. Es gibt viele Gründe. Ob diese legal oder legitim sind, sei es mal dahingestellt. Aber natürlich haben viele Interesse daran, ihr Vermögen hier wirksam zu verstecken, sodass man von außen nicht erkennen kann, wem dieses Asset, wem dieses Vermögen eigentlich gehört und dass man so eigentlich auch gar nicht sagen kann, wer jetzt hier eigentlich wie viel besitzt. Und in diesem YouTube-Video, das Peter uns hier geschickt hat, mit der Bitte, es einmal zu kommentieren, da werden eben bestimmte Strukturen vorgeschlagen. Wir haben ja auch schon öfter über Vermögensschutz gesprochen. Und jetzt die Frage von Peter, sind diese Strukturen überhaupt legal in Deutschland einsetzbar? Dieser YouTuber suggeriert, die wären überall weltweit ganz einfach zu verwenden, geht aber hier auf wichtige rechtliche und steuerliche Details nicht ein. Übrigens kurz zum Format dieser Videos, die wir hier machen. Wir nennen hier nicht das Video oder die Quelle, um die es geht. Wie gesagt, das tun wir deswegen, damit ich hier nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, damit wir hier keine Probleme bekommen mit den Anwälten dieser entsprechenden YouTuber oder Autoren. Wenn auch du Interesse hast, dass wir einmal ein Video, das du gefunden hast, oder auch eine Webseite oder Zeitungsartikel oder sonst irgendwas, sonstige Informationen, sonstigen Anbieter, egal was, zu kommentieren, dann schick uns gerne deine Vorschläge auf unserer Webseite perspektiveausland.com. Dort findest du links unten in der Fußzeile eine E-Mail-Adresse oder eben auch ein Formular, was du ausfüllen kannst, um einen Gast oder ein Thema vorzuschlagen. Und wenn das ein Thema ist, was viele interessiert, so wie dieses Thema heute, das Verstecken von Assets, dann besprechen wir das hier gerne. Wie gesagt, von uns wird das alles anonymisiert. Wir nennen natürlich auch deinen Namen nicht in Fülle, wenn du uns schreibst, um hier alle Parteien zu schützen. Es geht auch gar nicht darum, jetzt hier auf irgendjemanden einzudreschen, auf irgendwelche YouTuber, sondern das ein bisschen so als Fallstudie zu nehmen. Unser Ziel ist eigentlich, dass du lernst, dein eigenes Urteilsvermögen zu schärfen, damit du erkennst, was ist eigentlich praktisch gar nicht möglich, was klingt viel zu gut, um wahr zu sein, was funktioniert nicht in Deutschland. Ich gehe immer davon aus, dass du hier legal handeln möchtest. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die sind komplett schmerzfrei, denen ist es egal, ob sie Steuerhinterziehung begehen oder nicht. Ich gehe immer davon aus bei diesen Videos, dass du legal handeln möchtest. Das heißt, solche Fragen grundsätzlich, wie kriegt das jetzt, wie hier überhaupt jemand raus, die haben im Grunde genommen hier nichts zu suchen. Denn ich könnte ja dann auch so argumentieren, dass ich eine Tankstelle überfallen könnte. Wenn es niemand rauskriegt, dann wäre es ja dann okay. Also das ist nicht, wie gesunde, erwachsene Menschen argumentieren. Deswegen, hier gehen wir immer vom Legalitätsprinzip aus. Du willst es legal machen. Das ist übrigens, wenn wir hier vom Thema Vermögensschutz sprechen, natürlich auch sehr wichtig, denn vielfach werden ja solche Strukturen, wie wir es jetzt gleich mal hier anschauen, um Vermögen zu schützen, auch für die nachfolgende Generation etabliert. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel Vermögen einbringst in eine solche Struktur und du machst das dann steuerlich nicht korrekt, dann müsstest du ja letztlich davon ausgehen, dass deine Nachfahren, die dann die Begünstigten dieser Struktur sind, auch letztlich hier mit deinem Verhalten einverstanden sind. Und das ist etwas, wovon man meiner Erfahrung nach nicht ausgehen kann. Wir haben immer wieder Mandanten, die zu uns kommen. Mein Vater hat uns hier etwas vererbt, unter anderem ein Konto in der Schweiz, was er nicht der Steuer gemeldet hat. Wir haben jetzt einen riesen Aufwand damit, hier das steuerlich in Ordnung zu bringen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass deine Kinder, dass deine Enkel, Ehepartner oder sonstige Begünstigte Lust haben, hier von dir Geld zu bekommen, was nicht hundertprozentig sauber ist. Die meisten wollen da nicht mitmachen, die wollen davon nichts wissen. Daher ist es immer gut, es von Anfang an richtig zu machen. Lass dich von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt diesbezüglich beraten.
So, jetzt kommen wir aber zum Punkt, was wird eigentlich in diesem Video vorgeschlagen? Nun, der YouTuber, um den es geht, der schlägt vor, dass man hier einen Offshore Trust oder eine Offshore Stiftung etabliert. Er schlägt hier eine Struktur in Nevis vor. Nevis kennst du vielleicht. Nevis ist eine Pirateninsel, sage ich immer, in der Karibik. Und der YouTuber schlägt vor, dass du dort eben einen Trust oder eine Foundation etablierst, dass du dort letztlich dein Vermögen einbringst. Dort gibt es kein Handelsregister, kein Transparenzregister. So kann also niemand sagen, was du eigentlich besitzt. Wir haben ja schon mal hier über diese Struktur auch gesprochen. Es gibt auch einige ganz bekannte Berater hier in unserer Szene, die hier solche Strukturen gerade auf Nevis empfehlen. Nun, der YouTuber, von dem wir sprechen, hat selbst auch sehr viel in den USA zu tun. Ich weiß jetzt daher nicht, ob er in Deutschland lebt oder vielleicht schon in den USA. Jedenfalls, wenn du in Deutschland lebst oder in den letzten 5 bis 10 Jahren in Deutschland gelebt hast, muss ich dir dringend von einer solchen Struktur abraten. Eine Stiftung oder ein Trust in Nevis ist für jene, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, weil sie dort zum Beispiel wohnen oder Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes haben oder Lebensmittelpunkt haben, absolut nicht geeignet. Auch für deutsche Staatsbürger, die Deutschland verlassen haben, ist diese Struktur nicht geeignet, denn für 5 bis 10 Jahre nach dem Wegzug fallen deutsche Staatsbürger je nach Land immer noch voll unter die deutsche Erbschafts- und Schenkungssteuer. Wenn du zum Beispiel in die USA umziehst, sind es 10 Jahre, wo du noch unbeschränkt Erbschaft und schenkungssteuerpflichtig in Deutschland bleibst. Das heißt, für all diese Personen ist diese Struktur garantiert nicht geeignet. Wenn du jetzt eine andere Nationalität hast, dann vielleicht. Du musst allerdings dann auch damit rechnen, dass Vermögen, das jetzt nicht unbedingt Offshore-Vermögen ist, dann auch wiederum von lokalen Steuern betroffen ist. Aber für Deutsche, wie gesagt, absolut nicht geeignet. Ich muss dir dringend davon abraten. Und hier ist der Grund. Zunächst mal, wenn du Vermögen an eine Stiftung oder einen Trust im Ausland überträgst, das gilt zum Beispiel auch für eine Stiftung in Liechtenstein oder sonst irgendwo, fällt deutsche Schenkungssteuer an. Übrigens, diese ist auch zu zahlen bei einer Schenkung an eine deutsche Stiftung. Allerdings gibt es in Deutschland das sogenannte Steuerklassenprivileg bei der Stiftung. Das heißt, man schaut sich an, wer sind eigentlich die Begünstigten der Stiftung. Ist jetzt zum Beispiel dein Kind Begünstiger der Stiftung, dann kannst du Geschenke in Höhe des Freibetrages an diese Stiftung dann leisten. Das heißt, im Falle eines Kindes 400.000 Euro. Aber das gilt jetzt bei der ausländischen Stiftung nicht. Das heißt, hier werden also bei Schenkungen über 20.000 Euro dann 30% Schenkungssteuer fällig. Also da schon mal 30%. Jetzt kommt ein wichtiger anderer Kicker und das ist die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung nach § 15 des Außensteuergesetzes. Das ist besonders trickreich. So, nehmen wir jetzt einmal an, du setzt also eine solche Stiftung oder einen solchen Trust. Ich komme gleich nochmal übrigens kurz zum Unterschied. Nehmen wir mal an, du setzt eine solche Struktur auf Nevis auf und sagst, okay, Begünstigter dieser Stiftung, dieses Trusts sind meine Kinder. Die Kinder leben in Deutschland. Du denkst dir vielleicht, das ist völlig unschädlich, denn in der Stiftung werde ich investieren, in diesem Trust werde ich investieren. Das Geld wird aber nicht an meine Kinder ausgeschüttet. Ich investiere dort in Aktien, Krypto, was weiß ich. Der Trust hat also hier ein Depot, ein Crypto-Wallet im Namen des Trusts, im Namen der Stiftung. An die Kinder fließt nichts, also müssen die ja zunächst mal keine Steuern bezahlen. Das ist falsch. Die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung regelt, dass deine Kinder hier auf sogenanntes Dry Income die Einkommensteuer, nicht die Abgeltungssteuer, die Einkommensteuer, also möglicherweise über 40% auf diese Erträge bezahlen müssen, die nicht ausgeschüttet sind, ja, nicht ausgeschüttet sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier Einkommen in dem Trust, in der Stiftung hast und dieses Einkommen fließt nicht an die Kinder, müssen die Kinder trotzdem in Deutschland darauf Steuern bezahlen, obwohl sie davon nichts gesehen haben, obwohl das Ganze sogar möglicherweise gegen ihren Willen eingerichtet wurde. Das musst du dir mal vorstellen. Eben möglicherweise über 40%, je nachdem eben wie hoch ihr Steuersatz ist. So, kommt es dann einmal irgendwann zur Ausschüttung an die Kinder, müssen sie zwar dann keine Einkommensteuer oder keine Abgeltungssteuer mehr bezahlen auf diese Einkünfte, die sie aus dem Trust oder aus der Stiftung bekommen, aber sie müssen Schenkungssteuer bezahlen. Und das sind dann nochmal
wiederum bis zu 30%. Diese Doppelbesteuerung, die hier vorliegt, also einmal die Einkommensteuer im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung und dann nochmal die Schenkungssteuer bei der Ausschüttung, die wurde erst vor kurzem wieder hier durch deutsche Gerichte als legal anerkannt und auch irgendwo als gewollt sogar hier bezeichnet, denn man will bei solchen internationalen Strukturen ja hier ganz gerne dem Nutzer einen Denkzettel verpassen. Alles in allem also locker mal 75% Steuern und das möglicherweise zu einem Großteil, bevor die Begünstigten irgendwas davon gesehen haben. Ja, also deswegen unbedingt davon abraten. Übrigens kann man hier auch nicht jetzt so ohne weiteres sich auf die Verjährung berufen, denn bei der Schenkungssteuer und bei der Erbschaftssteuer fängt ja die Verjährungsfrist erst dann an, wenn das Ganze dem Finanzamt bekannt ist, der Sachverhalt. Das heißt, wenn man heute so etwas einrichtet und dann Jahre später bekommt das Finanzamt davon dann mit, sind hier dann sehr hohe Steuern angelaufen. Die Kinder oder anderen Begünstigten, die dann hier eine solche Schenkung oder eine solche Erbschaft erhalten und das möglicherweise nicht melden, sind ja dann schon in Bereichen möglicherweise sehr schnell bei solchen Strukturen, die dann auch Gefängnisstrafen durchaus hier zur Folge haben können, wenn man hier steuerlich nicht alles korrekt erklärt. Und dann sind natürlich auch noch weitere Details zu beachten. Wenn du jetzt zum Beispiel hier Immobilien in eine solche Struktur hineingibst, deutsche Immobilien, dann muss hier das deutsche Transparenzregister mit Informationen befüllt werden, wer dahinter steht als Begünstigter tatsächlich hinter dieser Struktur. Das heißt, eine wirkliche Anonymität ist auch dort dann nicht gegeben. Kurz vielleicht nochmal zum Unterschied zwischen Foundation und Trust. Also Foundation ist ja das europäische Modell, ganz einfach übersetzt Stiftung. Trust ist das amerikanische, respektive das angelsächsische Modell. Ein Trust ist etwas ganz anderes als eine Stiftung. Eine Stiftung ist ja eine juristische Person. Du könntest sagen, eine Firma sozusagen. Ein Trust ist keine Firma. Ein Trust ist nicht im Handelsregister eingetragen. Ein Trust ist lediglich ein Vertrag zwischen zwei Parteien zugunsten einer dritten Partei. Also der Treugeber vertraut dem Treuhänder hier Vermögen an, damit er dieses zugunsten eines Begünstigten verwaltet. Das ist der Trust, also ein Vertragsverhältnis. Man könnte sagen, der Trust ist so ein bisschen vielfach wie ein deutscher Testamentsvollstrecker. Das heißt, das Vermögen geht dann tatsächlich hier an den Trustee über und er darf es dann verwalten zugunsten des Begünstigten. So, jetzt bin ich wieder dann bei Nevis. Mal angenommen, du hast jetzt einen solchen Trust auf Nevis. Hast du wirklich Vertrauen in diese Pirateninsel, dass du dort jetzt dein Vermögen diesem Trustee anvertraust? Denn rechtlich, wie gesagt, wird der Trustee Eigentümer des Vermögens. Ja? Im angelsächsischen Recht ist das möglich. Er ist zwar nicht der endgültig Begünstigte, aber er ist rechtlich gesehen der Eigentümer des Vermögens. Er darf alles damit machen. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass er es hier zugunsten der Begünstigten entsprechend auch so handhabt. Aber wie gesagt, kannst du dir wirklich vorstellen, auf einer Insel wie Nevis dein mühsam erspartes und aufgebautes Vermögen hier verwalten zu lassen? Viele würden hier sicherlich ein Fragezeichen machen. So, nun muss man sagen, dass es den Trust im europäischen Recht eigentlich nicht gibt, mit einigen Ausnahmen. Manche Länder kennen den Trust, manche Länder führen auch Trust-Gesetzgebung ein. In der Schweiz zum Beispiel wurde vor kurzem eine Trust-Gesetzgebung eingeführt, aber generell ist der Trust nicht bekannt. Dennoch sind natürlich immer wieder Gerichte auch mit Trusts befasst, denn es gibt ja viele Fälle, wo es hier grenzüberschreitende Gestaltungen gibt, wobei jetzt gar nicht die Absicht ist, hier irgendwas zu verstecken. Also nehmen wir einmal an, ein Deutscher zieht in die USA, lebt dann sein ganzes Leben dort, hat aber noch Verwandte in Deutschland. Er gründet einen Trust in den USA, um hier seine Verwandten in Deutschland finanziell zu bedenken. Und dann ist die Frage, wie werden hier Steuern fällig? Einen Trust gibt es nicht in Deutschland, also müssen im Zweifelsfall Gerichte entscheiden, wie hier entsprechend vorzugehen ist. Da gibt es also immer mehr Gerichtsentscheidungen, wie solche Trusts einzustufen sind. Aber das ist natürlich mühsam. Der Trust ist extrem flexibel. Ja, man kann den auf verschiedenste Arten gestalten. Und natürlich kann man den auch so gestalten, dass der dann letztlich hier mit dem deutschen Recht konform ist. Das Problem ist, es gibt extrem wenige Experten, die das können. Also ich könnte es nicht. Ich kenne in Deutschland vielleicht 2 oder 3 Anwälte, die das machen können. Die sind extrem hoch ausgelastet, sind extrem teuer und können dennoch nicht immer helfen. Ich hatte schon Fälle hier bei Mandanten, wo diese eben
von ihren Eltern in den USA Vermögen an einen Trust übertragen bekommen haben. Dann kam es zu dieser Dry-Income-Besteuerung, die ich vorhin gesagt habe. Das steckt irgendwo bei den Finanzgerichten fest, dieses Verfahren seit Jahren, obwohl die da Top-Anwälte haben, wirklich von Top-Kanzleien, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die wir auch empfehlen können. Wärmstens geht das einfach nicht voran. Das heißt, wenn du hier dich auf ein solches Abenteuer begibst, dann musst du davon ausgehen, dass du hier alleine dastehst. Das heißt nochmal, ich würde auf jeden Fall die Finger weglassen, Peter, von dieser Struktur. Damit kannst du absolut nichts machen. Die Risiken sind viel höher als die möglichen Benefits. Kommen wir vielleicht zu deiner ursprünglichen Frage zurück, nämlich wie kann man denn nun tatsächlich dann sein Vermögen verstecken? Also momentan gibt es ja zum Beispiel in Deutschland unter den meisten Ländern keine Vermögensteuer. Das kommt vielleicht irgendwann. Es gibt auch kein Vermögensregister. Es ist auch kein Vermögensregister geplant. Allen Unkenrufen zum Trotz. Wir haben ja dazu auch schon mehrere Videos gemacht. Auch hier kann ich mir absolut vorstellen, dass die EU das irgendwann einführt. Aber Status heute, Ende 2024, ein solches Register ist nicht geplant. Eine solche Vermögensteuer kommt vielleicht, aber ist auch nicht sicher. Wer weiß, dass bei der deutschen Bundestagswahl hier ansteht, welcher politische Wechsel, vielleicht wird dann wieder eine Vermögensteuer eingeführt. Das heißt, eine Vermögensteuer, wo man dann im Kontext der Steuererklärung hier sein weltweites Vermögen angeben müsste, gibt es eigentlich in Deutschland nicht. Also, wenn du jetzt im Ausland Vermögen hast, sei es eine Immobilie, sei es ein Golddepot im Ausland, sei es ein Konto im Ausland, zum Beispiel in den USA, wo es keinen Informationsaustausch gibt, dann wird davon weder der deutsche Staat noch sonst irgendjemand erfahren. Natürlich, wenn du jetzt dort Einkünfte hast, die du auf der Steuererklärung angeben musst, dann musst du das natürlich machen, ansonsten der Steuerhinterziehung. Aber du bist nicht verpflichtet, hier irgendetwas zu melden. Und Register von Immobilienbesitzern und sowas oder auch Transparenzregister in dem Sinne, wie wir es kennen in der Europäischen Union, gibt es ja in vielen Ländern nicht. Also da gibt es schon Möglichkeiten, natürlich hier bestimmte Konten, Depots, Vermögen etc. zu eröffnen, ohne dass jetzt hier unbedingt groß in deinem Heimatland jemand was mitbekommt. Natürlich gibt es den Informationsaustausch. Wie gesagt, da werden jährlich einmal Salden hier übermittelt, nicht in besonderer Detailtiefe, aber wenn dich das stört, kannst du eben ein Konto in einem Land eröffnen, in dem es keinen Informationsaustausch gibt. Das ist komplett egal, da gibt es keine Meldepflichten. Du kannst auch Geld dann überweisen, ohne irgendetwas melden zu müssen. Das kannst du machen, wenn du das gerne möchtest. Strukturen und so weiter zu etablieren wie Stiftungen, Trusts, Firmen ist immer problematisch, denn das musst du ja immer angeben. In vielen Ländern gibt es natürlich dann auch Handelsregister, wo entsprechend dann hier die Begünstigten dieser Strukturen genannt werden müssen, beziehungsweise es gibt auch Transparenzregister. Also das ist in gewisser Weise komplizierter. Ich rede ja vielfach hier von der Stiftung in Liechtenstein. Mir ist klar, dass die Stiftung in Liechtenstein für viele nicht in Frage kommt, weil sie einfach zu teuer ist. Viele können auch schlecht damit leben, dass dann ein Anwalt oder Steuerberater in Liechtenstein hier letztlich das Sagen hat und hier diese Assets verwalten kann und sie im Grunde genommen eingeschränkt sind. Wenn du mit dieser Konstellation nicht leben kannst, dann ist die Stiftung auf keinen Fall für dich geeignet. Die Stiftung in Liechtenstein ist aber konform mit dem deutschen Recht. Das heißt also, die steuerlichen Negativwirkungen, die ich vorhin beschrieben habe, treffen bei der Stiftung in Liechtenstein nicht zu, denn Liechtenstein ist Teil des EWRs, damit letztlich hier der EU gleichgestellt. Auch eine Stiftung in Malta könnte man überlegen, dass du keinen Zugriff hast auf das Vermögen, wenn es in der Stiftung ist in diesem Sinne dann auch positiv, denn es verhindert eben die steuerlichen Negativwirkungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die regelmäßig eben dann auftreten, gerade bei Trusts, wenn der Stifter hier oder auch die Begünstigten noch ein Mitspracherecht haben. Auch bei der Stiftung in Liechtenstein kann es je nach Ausgestaltung möglich sein, dass du hier tatsächlich anonym bist. Das Transparenzregister, das in Liechtenstein aufgebaut wird, ist ja nicht öffentlich. Und wenn die Stiftung in Liechtenstein unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel Immobilien in Deutschland besitzt, dann müssen entgegen der Aussage, die ich vorhin gemacht habe, hier die wirtschaftlich Berechtigten bzw. die Begünstigten der Stiftung nicht im Transparenzregister veröffentlicht werden, sondern es ist eben jener Anwalt hier in Liechtenstein, der die Stiftung für dich verwaltet. Also da könnte es gegebenenfalls interessante Möglichkeiten geben. Auch kann die Stiftung ja zum Beispiel eine Tochtergesellschaft gründen
die dann Trading im Ausland macht. Auch hier ist dann von außen hin zumindest nicht zu erkennen, wem diese Firma gehört, denn da steht da als Gesellschafterin dann die Stiftung drin. Und für das Transparenzregister gilt das Gleiche, was ich gerade eben gesagt habe. Also mit der Stiftung in Liechtenstein ist in gewisser Weise so etwas möglich. Sie bietet auch den rechtlichen Schutz, der hier notwendig ist. Das heißt, wenn hier jemand dich verklagen würde, dann wären wenigstens nach einer gewissen Zeit deine Assets in der Stiftung nicht mehr davon betroffen. Ansonsten eben muss man aufpassen, dass man sich hier nicht in die Brennnesseln setzt. Es gibt ja noch andere Beispiele, von denen wir auch schon hier gesprochen haben, zum Beispiel Vereine. Auch das ist alles ziemlich trickreich. Es gibt natürlich interessante Möglichkeiten oder jene Möglichkeiten, zumindest jene Möglichkeiten, die von außen interessant aussehen. Aber wenn man sich das Ganze näher anschaut, dann ist es doch wirklich riskant und eben immer dieses Problem, von dem ich nicht genug warnen kann, dass es wenig Experten gibt, die sich wirklich damit auskennen. Nochmal zur Stiftung in Liechtenstein. Da gibt es nun tatsächlich etliche professionelle Anwälte, die in Liechtenstein vor Ort hier dich betreuen können. Dort kannst du auswählen zwischen verschiedenen Anbietern, kannst die vergleichen. Und wie gesagt, sehr etabliert im deutschen Steuerrecht. Da gibt es Gerichtsurteile, da gibt es Richtlinien, da ist viel dazu veröffentlicht worden zu dem Thema. Wenn es also um größere Vermögen geht und Begünstigte oder Stifter sind in Deutschland, dann ist meiner Meinung nach die Stiftung in Liechtenstein die beste Wahl. Auch hier gibt es einige Herausforderungen. Schenkungssteuer bei der Etablierung der Stiftung zum Beispiel ist sicherlich hier ein Thema. Da kann man mit Darlehen operieren oder ansonsten auch zum Beispiel Betriebsvermögen teilweise hier steuerbegünstigt in die Stiftung eingeben. Aber das sind dann alles Detailfragen. Also, lieber Peter, ich hoffe, wir konnten dir hier helfen. Auf keinen Fall bitte diese Lösung in Nevis etablieren. Schau dir mal die Stiftung in Liechtenstein an. Ansonsten würde ich eher die von mir hier vorhin angesprochenen Wege wählen, um ihr Assets im Ausland zu etablieren, die dann für die Außenwelt letztlich so nicht sichtbar sind. Wenn auch du dich mit dem Thema Vermögensschutz, Plan B, Auswanderung, Steuern im Ausland, Steueroptimierung im Ausland auseinandersetzt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns täglich mit diesem Thema hier befassen. Wir haben sehr viele Mandanten schon bei diesen Themen und bei solchen Projekten begleitet. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.